Heute geht es um die TradingView Layouts. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas. Herzlich willkommen zu Börse und Co. Mein Name ist Andreas und da wir in unserer Börsenschule ein Tool sehr oft und sehr viel benutzen, nämlich TradingView, habe ich beschlossen, gehen wir doch hin, machen wir doch da mal wieder 1, 2 neue Sachen, damit wir da noch weiter in der Wissensbasis aufgestellt sind. Und zwar heute mit dem Thema Layouts. In den bezahlten Mitgliedschaften ist es möglich, dass man hier oben nicht nur ein Layout hat, das man abspeichern kann. Ja, also jedes Mal, wenn ihr hier irgendwas ändert, zum Beispiel einen Indikator hinzufügt, einen Timeframe abändert oder eben auch von den Kerzen in die Linienansicht geht, dann könnt ihr das hier oben abspeichern als Layout unter einem Namen. Wenn ihr allerdings eine Bezahlmitgliedschaft habt, dann könnt ihr mehrere Layouts anlegen und noch andere Funktionen nutzen und genau die möchte ich euch zeigen. Und zwar, wie geht man vor? Also zuallererst empfehle ich euch mal, dass ihr hingeht und einfach einen neuen Chart eben öffnet. Ja, hier neues Layout. Jetzt haben wir das hier. Und dass ihr alles rausschmeißt, was da drin ist. Ja, oder wenn irgendetwas drin wäre. Wieso, weshalb, warum? Ähm, Es kommt immer wieder mal vor, dass man hingeht, ja, man bastelt hier verschiedene Indikatoren rein, man zieht Linien rein, man löscht mal etwas, man speichert es ab unter einem Namen, dann ändert man es wieder, dann speichert man es unter einem anderen Namen. Und jetzt ist aber das Problem, manchmal geht man hin, man wechselt zum Beispiel das Asset, ja, also man guckt in eine andere Aktie rein oder dergleichen. Und weil man immer wieder überspeichert, kommt es zu Fehlfunktionen, da nämlich noch Informationen vorhanden sind. Es sind manchmal versteckte Indikatoren, es sind manchmal Zeichnungen, die nur ausgeblendet sind, ja, aber nicht wirklich gelöscht. Wo kann man sowas sehen? Ganz einfach, hier rechts der Objektbaum und Datenfenster, wenn ich da mal aufmache, ja, dann seht ihr hier bei Objektbaum, da ist also die Kerzen sind angewählt, jawohl, und das Asset, in dem Fall der ES. So, und jetzt sehen wir hier drunter Volume. Aha, das ist also der Indikator. Wären jetzt hier noch irgendwelche Zeichnungen, andere Indikatoren oder dergleichen, ja, dann würden die hier drunter eben auftauchen. Wenn ich jetzt hier drüben hingehe und den Indikator einfach mal rausschmeiße, ja, dann seht ihr, dann verschwindet der auch hier. Wenn ich dann rübergehe ins Datenfenster, ja, dann werden mir einfach nur die Informationen von hier angezeigt, was jetzt aktuell eben für ein Asset angewählt ist mit den dementsprechenden Daten, die hinterlegt sind. Wenn noch was anderes wäre, zum Beispiel Indikator oder dergleichen, dann würden die Werte hier unten drunter angezeigt. Da haben wir nichts, also wissen wir, das ist leer. Und genau so empfehle ich das. Ja, ihr seht jetzt zum Beispiel auch, hier sind die Kerzen anders. Wenn ihr sagt, nein, ich will immer die klassischen Kerzen. Ihr findet ja bei uns auch Videos, wie man den Chart-Ding konfigurieren kann. Ja, ich gehe jetzt mal hin, jetzt sage ich mal, okay, wir wollen die klassische Kerzenformation, also machen wir immer die Grün-Rot-Kombination. Grün und hier drüben wollen wir Rot und hier wollen wir Grün und da wollen wir Rot. So, jetzt haben wir die klassische Ansicht. Ja, und dann geht ihr einfach hin und speichert das eben ab. Wir nehmen, na, wo ist es denn? Jetzt habe ich gerade mal wieder irgendwo. Hier, Entschuldigung, Menschenskinder, also wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier, umbenennen, ja, und dann gehen wir hin, dann sagen wir einfach Blanco und fertig. Und dann wissen wir, immer wenn wir uns ein neues Layout bauen wollen, wählen wir Blanco an.
weil da nichts drin ist, ja, außer nur die allerwichtigsten Grundeinstellungen, die wir immer haben wollen. Ja, ihr seht jetzt zum Beispiel bei mir, da sehen die Linien, die teilen einfach einzelne Tage ab. Und dieses leicht gräuliche, das ist die elektronische Handelszeit. Das heißt, ja, von hier, von 0 bis hier ist dann die elektronische Handelszeit von dem, was ich da angewählt habe. Ähm, Das kann man jetzt sich zurechtlegen, wie man will. Wenn man sagt, nee, ich will sowas auch nicht, ja, dann geht man einfach hin, dann blendet man es aus. Wie gesagt, für all diese Möglichkeiten, wie man die einstellt, habt ihr bereits Videos hier auf dem Kanal. So, und dann haben wir hier oben wieder speichern. So, und jetzt haben wir unsere Grundansicht, unseren Grundchart abgespeichert. Und ich empfehle euch, ja, wenn ihr hingehen wollt, ihr wollt euch vielleicht zum Beispiel eine Vorlage machen für den Aktienhandel, ja, dann geht ihr hin, dann erweitert ihr das mit den Indikatoren oder dergleichen, was ihr wollt, und speichert das dann eben ab, indem dass ihr es umbenennt. Und wenn ihr eine neue Vorlage auf euch aufbauen wollt, zum Beispiel jetzt für Kryptocharts, ja, dann geht ihr wieder, dann ruft ihr hier auf, macht hier neues Layout erstellen. Nein, was sage ich dann? Herrschaftszeiten. Also, ihr macht hier ein Plus, ruft auf alle Layouts. So, und jetzt müssen wir mal, ja, ich habe natürlich ein paar mehr. So, und jetzt seht ihr, hier ist das Blanko. Jetzt wählen wir an. So, und jetzt haben wir wieder diesen Chart, wo sonst nichts drin ist. Wir können den Chart abändern, dass er passt, ja, für unsere Analyse, die wir jetzt dann vielleicht für Krypto oder so haben wollten. Und dann würden wir es hier oben umbenennen, eben in Krypto oder ja, der Wiedererkennungswert muss euch dienen, also lasst euch auch einen Namen einfallen. Wo ihr euch nichts einfallen lassen müsst, das ist natürlich, wenn ihr unseren Kanal gut findet, dann Daumen hoch und Kanal abonnieren und fleißig in die Kommentare reinschreiben, ja, damit unser Kanal weiter kräftig wächst. Und an dieser Stelle dann auch mal wieder ein recht herzliches Dankeschön für all diejenigen, die uns jetzt schon seit längerer Zeit treu sind, folgen, uns unterstützen, ganz egal im Feedback oder in den Kommentaren, weil sie unseren Kanal abonniert haben. Wirklich eine ganz tolle Sache. Und das muss einfach auch gewürdigt werden. So, weiter geht's im Doing. Jetzt haben wir also hier so einen Chart. Ja, was können wir denn noch machen? Wir können auch hingehen, wir können hier oben auswählen, wollen wir einen, wollen wir zwei. Ihr seht, so wie diese Kacheln hier gezeichnet sind, ja, so kann man sich eine unterschiedliche Anordnung machen lassen. Da haben wir jetzt zwei kleine oben, einen größeren unten. Wir können auch hingehen, können so eine Vierer-Ansicht hier anwählen. Ja, für was könnte man das jetzt gebrauchen? Naja, man könnte jetzt zum Beispiel hingehen, man könnte hier zum Beispiel den 5-Minuten-Chart haben, hier den 15 Minuten, den Stunden-Chart und den Tageschart. Ja, damit man mehrere Zeitstränge auf einen Schlag sieht. Man könnte aber auch hingehen und könnte zum Beispiel verschiedene Assets miteinander vergleichen. Wir haben jetzt hier den S&P 500. Ja, dann könnte man hier hingehen und könnten vielleicht den Nasdaq auswählen. Dazu müssen wir aber erstmal etwas vordefinieren, und zwar, wir gehen nochmal hier oben drauf, klicken, und jetzt seht ihr hier unten auf alle Charts anwenden. Also, wir können jetzt hier aktivieren mit dem Schiebereiter, dass wenn ich in einem Feld ein anderes Asset anwähle, also wenn ich jetzt hier anstatt den S&P 500 vielleicht die Microsoft-Aktie auswählen würde, dann würde es in allen drei anderen ebenfalls die Microsoft auswählen. Ihr seht, wenn ihr mit der Maus drüber bleibt, das Symbol verändert sich auf allen Charts innerhalb des Layouts.
Wenn ich das rausmache, dann passiert es nicht. Wenn ich dann jetzt hier hingehe, ja, und sage, hier, ich will jetzt, so wie ich gesagt habe, immer auf Aktien, mal Microsoft, da haben wir sie, Nasdaq, zack. Und jetzt seht ihr, hier oben links ist Microsoft, hier oben bei den anderen drei ist immer noch der S&P 500, weil ich ja hier nicht synchronisiert habe, sonst wäre es jetzt überall drin. Dann haben wir hier natürlich das Intervall, sprich, wenn ich die Zeit ändere, wenn ich das hier aktiviere und ich schalte hier oben um in der Zeit, dann passiert es bei allen diesen 4 Fenstern. Exaktes Fadenkreuz. Ja, ihr seht, wenn ich hier drüber switche, dann fährt das auch bei den anderen. Und zwar hier, wo ich mich jeweils in der Zeit befinde. Datumsbereich und Zeit die gleichen Funktionen. So, und damit habt ihr natürlich die Möglichkeit hinzugehen. Zum Beispiel von einem Asset, die unterschiedlichen Zeiteinheiten gestaffelt euch aufzubauen, ja, weil ihr sagt, ja, ich gucke jetzt, was exakt jetzt passiert, will aber auch wissen, wie ist eigentlich so die übergeordnete Sicht, also im Swing Trading, ja. Da wäre ja zum Beispiel möglich, dass ich hier zum Beispiel den Tageschart habe, hier den Wochenchart und hier den Monatschart. Und dann habe ich sofort natürlich in einer Ansicht, ja, die aktuelle, also mit der, wo ich mich auseinandersetze, ob ich jetzt da reingehe oder nicht. Und ich habe natürlich in den anderen beiden Ansichten sofort die übergeordnete Sicht. Und ich sage es immer, wobei da denke ich, bin ich jetzt nicht der Einzige, das habt ihr vielleicht auch schon öfters gehört. Die übergeordnete Sicht ist das A und das O. Ich muss immer schauen, ja, was ist im übergeordneten Timeframe. Das heißt, wenn ein Daytrader etwas macht und das auf 1 Minuten oder 5 Minuten Basis eben analysiert, setzt er sich trotzdem mit meinetwegen vielleicht dem Stundenchart auseinander, dem Tageschart, und der geht auch raus, ja, für das übergeordnete Bild bis stellenweise zur Monatsansicht. Die übergeordnete Sicht ist einfach wichtig, denn in den niederen, kleinen Zeiteinheiten, ja, Minuten oder Stunden, da sehe ich eben nur diesen kleinen Ausschnitt von dem, was da gerade passiert ist. Aber ihr wisst selber, es kann ja etwas an einem Tag hochlaufen, aber in der übergeordneten Sicht, wenn ich es anschaue, läuft das Ding vielleicht schon seit Wochen eben nach unten. Und das heißt, da ist dann ein klarer Abwärtstrend, und den sehe ich nur in der übergeordneten Ansicht. Gut, was können wir noch machen? Gehen wir erstmal hier wieder zurück, damit wir die wieder synchronisiert haben. So, jetzt haben wir da wieder überall das Gleiche. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Zeichnungen wollen, ja, wir blenden mal das Zeichnungstool ein, einfach eine Linie. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe jetzt hier eine Linie gemacht, aber die ist nur hier drin. Wenn ich jetzt hier eine machen würde, ja, ist sie hier drin. Jetzt lösche ich die beiden mal raus. Wenn ihr jetzt hier unten links draufklickt, neue Zeichnungen werden im Layout synchronisiert. Das aktivieren wir mal. Wir wählen jetzt wieder die horizontale Linie aus, und wenn wir jetzt eine zeichnen, dann seht ihr, ist die in allen 4 Charts von diesem Layout. Ja. Man könnte das jetzt dann, wenn man das so wollte, könnte man das hier oben wieder abspeichern unter Multi-Analyse oder 4 Timeframes. Ne? Da sind der Vielfältigkeit an Ideen keine Grenzen gesetzt. Und ich kann natürlich jetzt auch wieder hingehen, wenn ich jetzt sage entfernen, dann sind sie auch wieder bei allen 4 raus. Hier unten gibt es aber noch einen zweiten Punkt, und zwar neue Zeichnungen werden global synchronisiert. Und das ist jetzt oft genau der Punkt, der oft zu Bugs, also zu Fehlfunktionen ab und zu führt. Wenn ich das hier aktiviere, dann wird es nicht nur hier drin reingemalt,
sondern überall auch in anderen Layouts, die ich jetzt gar nicht geöffnet habe, und wird dort eingetragen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich sage, wenn ihr ein Layout aufbaut, dann nehmt immer eure Blanko-Vorlage, weil da wisst ihr, die habt ihr abgespeichert, da war überhaupt nichts drin und dementsprechend kann so etwas nicht passieren. Ich sage es euch klipp und klar, ich verwende das hier so gut wie gar nicht, sondern allenfalls hier, wenn ich so eine Multi-Ansicht habe. Ich selber, wie ihr aber hier oben seht, ja, ich arbeite gerne mit den einzelnen Tabs. Ja, wie ihr seht, ich schalte hier dann immer wieder um. Auch hier kann man hingehen, ja, und kann natürlich unterschiedliche Layouts eben angelegt haben. Und was ihr jetzt hier noch seht, das ist so ein roter Balken. Dieser rote Balken ist ebenfalls eine Synchronisation. Ich kann jetzt zum Beispiel, so wie ich hier diese Sachen miteinander synchronisiert habe, ja, indem dass ich sage, okay, die Sachen da unten, die will ich synchronisiert haben oder eben nicht. Ich kann aber auch einzelne Tabs miteinander synchronisieren. Ich habe das in erster Linie für einen Fall und den zeige ich euch gleich mal. So, da holen wir doch mal den Aktienscreener rüber. So, ach komm, den Plug mal unten. So, und wenn ihr jetzt seht, ich habe den Aktienscreener halt im separaten Bildschirm normalerweise abgelegt. Das heißt, auf dem rechten Bildschirm habe ich dann den Screener, im linken habe ich den Chart. Ist ja unterschiedlich. Manche haben einfach nur einen Bildschirm. Ja, da muss man dann halt den Bildschirm eben teilen. Und das eine auf der rechten Seite, das andere auf der linken Seite. Manche arbeiten mit zwei oder einem ganz großen, da kann man es auch wieder unterteilen. Kommen wir aber zurück und zwar, wie kriegt man hier diese Farbe hin? Also man geht hier oben mit dem rechten Mausklick. So, und jetzt seht ihr, ihr habt ja hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten, ja, den Tab duplizieren, also einfach nochmal öffnen. Wir haben neu laden, Link kopieren etc. Und jetzt seht ihr hier Symbol-Synchronisation. Das heißt, man kann hier auch wieder unterschiedliche Farben vergeben. Man kann zwei Dinge mit Rot synchronisieren oder drei oder vier an Tabs. Man kann zusätzlich zwei andere mit Gelb synchronisieren. Also da sind den Spielereien wirklich keine Grenzen gesetzt. Da könnte man 100.000 Bildschirme vollpflastern. Macht's bitte nicht. Ich sage immer, ja, so einfach wie möglich. Aber kommen wir zurück eben zu diesem Einfachen. Und zwar hole ich den Aktienscreener rein. So, und wenn ich jetzt eben hier, und ihr seht, ich habe hier ebenfalls die rote Farbe vergeben. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann seht ihr, wie sich hier oben das Asset ändert. Ich nehme jetzt hier Disk Medisign. Gut. Klick einmal drauf und ihr seht, ja, wie der Chart sich ändert. Und warum passiert das? Ja, das passiert nur, normalerweise würde das nicht gehen, da es zwei unterschiedliche Tabs sind. In diesem Tab habe ich den Chart, in diesem Tab habe ich den Aktienscreener. Ja, da könnte jetzt auch ein Kryptoscreener oder irgendwas anderes sein. So, und wenn ich hier eben etwas anwähle, dann wird es eben im anderen Tab aktiv. So, das war's soweit von den Layouts. Ich selber, das vielleicht nur mal, wen es interessiert. Ich habe natürlich auch unterschiedliche Layouts. Ich unterscheide vor allem im Ding im Wesentlichen zwischen den Asset-Klassen. Das heißt, ich habe ein anderes Layout für Aktien, wie zum Beispiel für Futures oder für Kryptos, wobei das von Aktien und Kryptos, das ähnelt sich doch schon ziemlich stark. Und ich habe natürlich auch unterschiedliche Layouts, je nach Zeitintervall. Ja, im Daytrading habe ich dann zum Beispiel für das 1-Minuten-Intervall ein komplett anderes Layout
wie zum Beispiel dann eben für den fürs Tagesintervall. Ihr selber müsst natürlich für euch herausfinden, was braucht ihr. Bei uns in der Schulung bekommt ihr quasi auch diese Dinge beigebracht. Wie kann man so eine Vorlage aufbauen? Das heißt, ich zeige wirklich, ja, wie ich selber meine Vorlagen aufgebaut habe, sodass man das im Doing quasi 1:1 nachmachen kann. Und man kann es dann natürlich nach den eigenen Präferenzen, wie es einem gefällt, natürlich weiterentwickeln. So, das soll es aber soweit gewesen sein. Wie immer, noch ganz am Schluss, auch der Hinweis, alles, was ihr tut, ihr seid selbst verantwortlich dafür, egal was wir äußern. Das sind einfach unsere subjektiven Erfahrungen, Meinungen und dienen zu keinerlei Kaufempfehlung, Anlageempfehlung oder dergleichen. Ja. Bitte trefft immer nur eure eigenen Entscheidungen und handelt da danach und vor allem ganz wichtig, wie ich immer sage, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann einfach bleiben lassen. Es kommen jeden Tag genügend Möglichkeiten. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.